Die Woche der Wahrheit steht an, so früh in der Rückrunde, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber wir haben jetzt innerhalb von einer Woche die Chance, uns wirklich oben in der Tabelle festzusetzen und zusätzlich dazu ins Halbfinale noch einzuziehen, weil unter der Woche spielen wir in Leverkusen Viertelfinale, DFB-Pokal. Es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Wir können aus den internationalen Plätzen rausfallen, wir können aus dem Pokal ausscheiden, also ihr seht, viel Spannung geboten. Heute Stuttgart mit veränderter Aufstellung, bis auf Pacho und Robin Koch. Und Haraldsson habe ich, glaube ich, die ganze Truppe mal ausgewechselt. Also Buta und Nkunku, Larsson, Miretti im Mittelfeld, vorne Götze und Larsen. Also ganz, ganz wilde Kombination. Aber wir haben ja den Kader, wir haben die Spieler. Warum sollen wir es nicht auch mal ausnutzen? Und gegen Gladbach haben wir, ja, vorsichtig gesagt, halbwegs dominant gespielt, also jetzt nicht so überragend, aber wir haben halt 2-0 gewonnen. Nur das zählt am Ende des Tages. Und jetzt bin ich gespannt, wie es gegen den VfB hier läuft. Da ist Larsson, Haraldsson am Abseits, schade. Das Transferfenster ist Gott sei Dank auch zu. Also der Deadline Day haben wir ganz kurz und schmerzlos. Die Überlegung war ja, ob wir für Ebimbe noch mal was holen, aber wir sind, glaube ich, gut besetzt. Wenn sie alle fit bleiben, hoffe ich, und sich niemand noch schwerer verletzt, dann werden wir so also durch die Rückrunde gehen. Und ich denke mal, für Platz 4 ist der Kader auf jeden Fall stark genug. Wir müssen uns halt auf den Platz bringen. Weil dass wir die Spieler haben und die guten Leute, das ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Haraldsson steht zweimal richtig, sehr gut. Ja, Buta steht auch dazwischen, sehr, sehr gut. Verteidigung macht bislang sehr wachen Eindruck. Die Stuttgarter auch wie Gladbach mit dem 4-2-3-1. Auch wieder die breitere Variante. Und wir jetzt hier mit Geschwindigkeit Larsen vorne. Ja, nee, der sollte sich eigentlich mal anbieten, dass Chaibi durchlaufen kann. So ist es. So, ein Nkunku. Oh nein, der geht wieder zurück. Warum bleibt er nicht da? Dann hätte er den Ball bekommen. Hätte weiter in den Strafraum reingehen können. Sebastian Rode hängt Fußballschuhe an den Nagel. Gut, die Nachricht kommt auch irgendwie sehr random jetzt gerade rein. Das war ja aber klar. Miretti kriegt den Ball leider nicht. Und die Stuttgarter kommen. Über Melamed, Vrancic, Diaz, auch sehr, sehr wilde Kombination. Aber Guirassy ist vorne, Vorsicht. Auf den musste immer schauen, ey. Wenn ich niemanden von Stuttgart kenne, aber den auf jeden Fall immer. Ja, auch hier geht's schön schnell hin und her. Sehr munteres Spielchen. Achtung, Pacho kurz rausgerückt. Haraldsson ist da. Sehr, sehr gut aufgepasst. Aber so schnell ist der Ball auch wieder weg über Buta. Den durfte er nicht verlieren. Nächster Schuss. Nächste Chance. Kriegen wir den noch? Ah, schade. Eckball konnten wir nicht verhindern. Aber wird auch eine ganz, ganz haarige Begegnung. Die Stuttgarter auch immer vorne im Pressing gefährlich. Und natürlich mit Guirassy den passenden Zielspieler, aber wir machen das gut bislang. Lassen bislang noch wenig zu. Achtung, noch wenig zu. Pacho ist da, genau vor die Füße des Gegners. Und Resté kann den auch nicht halten. Und so schnell kann es gehen. Die Gegner mit der ersten richtigen Chance. Gut, zweite Chance vielleicht. Und wie gesagt, Resté sah da auch nicht so besonders gut aus. Hier, in die Mitte geklärt, machst du eigentlich auch nicht. Und Karasor ist es dann. Ja, ich würde das gerne nochmal sehen. Ja, weiß ich nicht. Also an guten Tagen hält den Resté auch. Der ist jetzt für mich nicht unhaltbar. Aber gut, ich habe das nicht in der Hand. Und, oh, drittes Tor, okay. Ja, immerhin nicht sein erstes Tor. Nun gut, also 1:0, erster Rückstand, erstes Gegentor der Rückrunde. Wird nicht das letzte bleiben. Aber wir machen weiter. Überhaupt gar kein Grund hier zur Sorge. Wir waren eigentlich gut drin. Also wir haben nicht so viel zugelassen. Wie gesagt, das war jetzt die zweite Chance. Aber jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass uns das Spiel nicht völlig entgleitet hier. Das kann bei uns auch immer ganz schnell gehen. Silas. Oh, schön gemacht. Und Melamed mit der nächsten Chance. Und den Schwung nehmen die Stuttgarter jetzt natürlich mit. Die Führung, die beflügelt.
Nächste Chance für die Stuttgarter. Alleine dagegen alle. Wieder Karasor gegen 3 Mann. Ganz typische Szene wieder. Du kommst halt einfach nicht ran. Oh, William Pacho. Jetzt aber. Normalerweise hast du da keine Chance, den Ball zu kriegen. So, aber jetzt sind wir hier alleine mit Chaibi. Egal, wir laufen mal. Mal gucken, wie lange. Chaibi auf Larsen. Kriegt er den? Ja, mit ein bisschen Glück. Er schießt sich selber an. Was ist das denn? Und dann vorbei. Oha. Ja, der hat er nicht ganz erwischt. Den bekommt er so ein bisschen noch auf dem Vollspann. Aber das war natürlich die XXL-Chance. Gut, wie sie zustande gekommen ist, ein bisschen glücklich, aber egal. Heißt ja nicht, dass er ihn nicht trotzdem reinmachen kann. Egal, schade. Große, große Chance zum Ausgleich. Sehr, sehr bitter, ey. Das wäre natürlich vor der Pause nochmal jetzt ein Ding gewesen, aber egal, weiter. Er wird noch seine Chance kriegen. Das war nicht die letzte. Nächste Chance folgt zugleich. Miretti, da ist er wieder. Larsen diesmal wieder mit dem Kopf durch die Wand. Schade, dann sind wir eigentlich gut im Spiel drin gewesen. Waren im Ausgleich so nah, ey, Larsen. Und dann führen die Stuttgarter aber trotzdem immer noch mit 1-0. Jetzt gibt es nochmal einen Eckball. Vielleicht können wir daraus ja irgendwas machen. Chaibi hier, Ballgewinn und jetzt Götze. Komm, zieh das Tempo an, Junge, hopp. Find mal einen 6. Gang oder so. Nächste Chance hier. Buta auf Haraldsson. Der hat jetzt ein bisschen Platz gegen Wagner. Dann auch wieder 2, 3 Stuttgarter, die dann halt hinten drin stehen. Die verteidigen jetzt erstmal. Eine Chance kriegen wir vielleicht noch. Wieder Larsen. Macht er heute gut. Lässt sich fallen, holt sich die Bälle. Er muss jetzt eigentlich vorne rein, ey. Da ist er total fehl am Platz. Miretti Haraldsson alleine gegen alle. Ja, nochmal letzte Aktion. Und dann steht es erstmal 1-0 für Stuttgart. Also wir sind wieder besser drin. Wir hatten mal so eine Phase, da hätten wir auch 2-0 zurückliegen können. Aber es ist noch nichts entschieden hier. Wir sind drin. Es wäre wichtig, wenn wir zumindest nicht verlieren. Wenn wir hier zumindest einen Unentschieden holen, dass wir halt vorne dranbleiben. Ne? Die hinter uns, Leipzig, nur 4 Punkte Rückstand. Wolfsburg hat schon gespielt, aber Gladbach ist ja noch da. Und diverse andere Clubs. Also das kann innerhalb von 2, 3 Spieltagen hier ganz schnell gehen und wir rutschen raus aus den internationalen Plätzen. Und zur Not switche ich wieder aufs 4-3-2-1. Das hat die letzten Spiele, oder in den Spielen, wo ich es dann gespielt habe, hat das richtig gut funktioniert. Gegen Wolfsburg gewonnen, nach Rückstand. Gegen Gladbach gewonnen. Und zur Not muss das auch gegen den VfB klappen. So, aber wir sind erstmal so vorne. Da ist Larsen. Oh, zu weit von Götze. Warum? Ein Stück zu weit. Schade, das hätten wir auch wieder besser ausspielen müssen. Miretti, sehr, sehr schön. Macht das heute sehr gut im Mittelfeld. Hält das da zusammen und wir machen weiterhin Druck. Buta kriegt er den, da kommt jetzt Ito mit dazu. Nein, natürlich nicht. Schade. Wenn wir da mal die Chance haben, wieder so ganz typisch, dann kommen wir natürlich nicht an den Ball. Aber trotzdem weiterhin vorne anlaufen. Versuchen irgendwie unter Druck zu setzen. Mal geht's gut, mal auch nicht. Miretti, sehr, sehr gut. Also das macht heute wirklich sensationell. Viele Ballgewinne. Chaibi jetzt ganz unten. Kriegt er den hin? Ja, schönes Ding. Haraldsson und Chaibi. Ja, zu schnell. Also es gibt nicht mal Abstoß. Oh, völlig misslungen. Egal. Ein bisschen Risiko muss auch dabei sein. Ey, du kannst nicht immer nur jeden Ball erst annehmen. Musst doch vorher schon mal drauf schießen. Aber jetzt kommt die Umstellung. Nach einer Stunde 4-3-2-1 ist jetzt hier angesagt. Mal gucken, ob es auch wieder so gut klappt. Funktioniert ja auch nicht immer, aber der Versuch auf jeden Fall. Wieder dieselbe Idee im Mittelfeld, ein bisschen Überhand zu kriegen und vorne durch die beiden etwas dahinter spielenden, hängenden Spitzen ein bisschen Räume zu schaffen für zum Beispiel einen Kunku oder Buta auf der anderen Seite. Aber natürlich nicht ganz ohne Risiko. Da ist Wagner, Flanke kommt. Oh, schießt den Koch da fast ab. Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit, aber ich muss mal umstellen, glaube ich, weil ich glaube, Götze ist jetzt vorne. Nee, Lars muss vorne sein. Ein bisschen Geschwindigkeit brauchen wir über Orban und, habe ich Mamouche mitgenommen? Nee, leider nicht, aber
Wir könnten, was können wir denn machen? Genau, wieder Haraldsson. Der kann ruhig nach vorne. Larsson und Miretti bleiben hinten. Ah, das passt soweit doch. Das passt. Ugarte. Für Larsson vielleicht nochmal rein. Bisschen stärkerer Spieler. So, jetzt neue Kräfte braucht das Spiel. Neue Formation haben wir schon. Und jetzt auf geht's. 25 Minuten noch. Zumindest ein Remis ist hier auf jeden Fall realistisch möglich. Oh Gott, was war das denn? Haraldsson? Völlig verkehrt. Jetzt werden wir dafür bestraft. 100 Pro. Aber da sind noch eigentlich genug Leute. Eigentlich, Girassi. Verteidigung steht. Nächster Eck beim Mann Keeper rausholen. Mal vielleicht was riskieren. Oh, der kommt zu kurz. Und dann ist natürlich auch der Keeper nicht da. Resté. Stuttgart kommt nochmal über Silas. Oh, das ist eine gute Flanke. Wer war das denn? Wagnumann oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Resté. Wichtig, dass er da war. Jetzt sind die Stuttgarter wieder ein bisschen besser. Flanke kommt. Oh, der ist weit und lang in der Luft. Und jetzt die Chance umzuschalten. Orban. Nein, schon wieder. So viel gute Ballgewinn und dann sowas. Auch wieder 10 Meter Radius. Und der spielt ihm den Ball genau in den Fuß. Achtung, nächste Chance, Melab. Oh, Melamed meine ich. Und Pacho wieder dazwischen zweimal. Wieder bleiben die Stuttgarter im Ballbesitz, was auch sonst. Gefährliche Phase jetzt. Buta, komm, muss er geklärt kriegen. Perfekt. So, Miretti und nach vorne. Ab geht's. Vorteil. Die gelbe Karte gibt's dann gleich. Larsen, nee. Klappt momentan noch nicht so. Die Stuttgarter werden besser. Momentan sind sie die bessere Mannschaft. Buta ist auch zu leicht wieder, um Gottes. Also die Zweikämpfe, die sind für mich echt der Endgegner. Irgendwie. Chaibi, Larsen. Gut gemacht. Larsen jetzt vorne frei. Alleine gegen alle. Allein gegen 2, 3 Mann. Super. Hat aber das Auge für Orban. Sehr gut. Und jetzt ins lange Eck. Aber so leider nicht. Gibt den Eckball. Gelb im Nachhinein. Nochmal Kalajdzic. Oh, das wäre natürlich jetzt ein Vollbruch für die Stuttgarter. Der Ex-Stuttgarter. Mit dem Ausgleich. Das wäre natürlich so eine Geschichte, die wieder mal nur der Fußball schreibt. Und Kunku, wo ist er denn? Hier. Linksfuß, auch wenn er nicht die besten Werte hat. Aber gut, haben wir ja gelernt. Das zählt nicht. Da kommt Orban an den Ball. Nochmal ein Kunku. Ist aber niemand da. War niemand da, ein Kunku? Ja, gut, im Zweikampf drin. Perfekt. Vorne, schneller. Oh, und wieder. Genau dasselbe, ey. Da sind 50 Meter Platz umherum. Kalajdzic. Nächste große Chance. Da sind 50 Meter Platz drumherum und er spielt den Ball genau dem Gegner wieder in den Fuß. Oh, Kalajdzic, was war das für ein geiler Move? Warum auch immer. Fehlt jetzt natürlich im Zentrum. Haraldsson. Ugarte, Miretti, außen. Außen, Buta, jawohl. Und jetzt an zweiten Pfosten. Orban. Die Flanken kannst du in die Tonne kloppen heute. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Entweder kommen sie zu lang oder sie kommen gar nicht an. Nächste Chance, Buta. Miretti muss sich da absetzen. Das ist ultra schwer. Die sind mit 10, 11 Mann sind die wirklich wieder hinten drin. Wer mag es ihnen verdenken? Ugarte. Und Kunku braucht wieder zu lange und jetzt mal eine punktgenaue Flanke, aber da nicht. Da ist leider keiner, aber komm. Eine Chance kriegen wir vielleicht noch. 90. läuft mit Nachspielzeit. Und die letzte Grätsche und das reicht nicht. Schiri pfeift glücklich ab. 1 Minute auch nur oben drauf. Schade. Und somit verlieren wir. 1:0 gegen Stuttgart. Schade. Haben wir uns den Sieg gegen Gladbach so hart erarbeitet, um das Ganze wieder uns gegen Stuttgart kaputt zu machen. Wir waren eigentlich nicht viel schlechter. Wir haben halt einmal leider nicht aufgepasst. Dann entscheidend. Und somit verlieren wir leider in Stuttgart. Ja, es war auf jeden Fall ein kleiner Dämpfer. Also nach dem Gladbach-Sieg hätte ich mir das gerne nochmal vergoldet. Gerade jetzt, weil wir ganz wichtige Spiele noch vor uns haben. Jetzt gegen Leverkusen, dann gegen Dortmund zu Hause. Also es wird ja nicht viel leichter. Aber gut, das, wie gesagt, das kann auch wieder ganz anders ausgehen. Wolfsburg hat schon gewonnen und Augsburg ebenfalls. Also Halbfinale Augsburg-Wolfsburg. Und vielleicht auch Leverkusen gegen Hoffenheim oder wie? Ganz, ganz wilde Pokalsaison auf jeden Fall. Aber wichtiger ist natürlich die Liga. Da wollte ich jetzt auch gerade nochmal rauf gucken. Da haben wir natürlich verpasst, mit dem Sieg an Leverkusen dran zu bleiben. Union ist dran. Leipzig 32 Punkte. Es bleibt nach wie vor spannend. Unten haben wir Bremen, Schalke und Hannover. Hertha hat sich da jetzt rausgearbeitet. Aber bei Schalke und Hannover
Wobei, weiß ich nicht. Es sind jetzt 2 Spieltage in der Rückrunde, da kannst du noch nicht so viel zu sagen. Aber wir haben jetzt das nächste Spitzenspiel. Dortmund ist Tabellenführer. Die haben erst 2 Niederlagen. Wir können den Bayern also wieder helfen, wenn sie zeitgleich gegen Mainz gewinnen, wieder Tabellenführer zu werden. Und Leverkusen auch. Also wir könnten Dortmund ins Verderben stürzen, so gefühlt, auf Platz 3 runter. Gefühlt könnte es gehen. Und jetzt geht es aber erstmal darum, in Leverkusen weiterzukommen. Da haben wir eine Revanche auf jeden Fall offen. Oder da haben wir auf jeden Fall noch was offen. Da sind wir ja letztes Jahr, glaube ich, ausgeschieden. Vielleicht holen wir uns ja dieses Jahr das Halbfinale. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut die letzten Videos, die gleich in der Endcard verlinkt sind. Glocke aktivieren, vorher kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns in Leverkusen zum Viertelfinale wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.